Hallo und herzlich willkommen zu 7 Bugs, Tech-Probleme verstehen und lösen. Mein Name ist Kai Schuster und heute schauen wir uns ein Video von der Web Accessibility Initiative an. Ich werde das Video komplett durchlaufen lassen und danach sprechen wir über die einzelnen Stellen im Video, was das für uns als Projektmanager, Agentur oder auch Kunde bedeutet. Es geht um das Thema, wie Menschen mit Behinderungen digitale Technologien bedienen, speziell Eingaben wie Tippen, Klicken oder Spracheingabe. Lasst uns starten. How people with disabilities use digital technology. Input: typing, writing, and clicking. When content is accessible, people can use a variety of hardware and software to enter text and activate commands. Some people do not use keyboards and use only pointing devices instead. This could include a specialized mouse, joystick, trackball, or touchscreen to click links and buttons and to type on on-screen keyboards. However, even when using these tools, people might have difficulty selecting small targets, such as small links, buttons, and controls. Websites and apps with large clickable areas around checkboxes, radio buttons, and other controls are easier to use for people with limited mobility and reduced dexterity. Websites and apps also need to provide support for people who use the keyboard only. This includes providing ways to skip over repeated content, such as headers and navigation bars, as well as not breaking the default functionality in browsers and operating systems. For example, using the Tab key to move around clickable items in the content, using the Enter key for selecting items, and making the currently active item visible by showing a rectangular box around it. Websites and apps that provide word prediction and accelerators, for example for search terms, reduce the amount of typing and make them more efficient for keyboard users. Additionally, not everyone using only the keyboard can see the screen, for example, people who are blind. So, in addition to ensuring keyboard support, websites and apps also need to provide clear instructions, labels for form controls, error messages, and status notifications so that people know what is happening on the screen. Websites and apps need to help people find and correct mistakes in their input, for example by showing a summary of the entered data before submitting it. They also need to provide sufficient time to complete tasks, or avoid timing limitations altogether. Many people with disabilities require more time to navigate and orient themselves in the content, and to click and type. In particular, people with cognitive and learning disabilities. Finally, websites and apps also need to consider people who do not use keyboard or pointing devices at all, and use speech input instead. For example, websites and apps need to be programmed and designed so that the name of a button in the software code matches the name displayed to the user. Click Send Email. You can help make technology accessible to me. Accessibility. It's about people. For more information from the Web Accessibility Initiative on how people with disabilities use digital technology, visit w3.org/wai/people. Große Klickflächen machen einen riesen Unterschied. Viele denken, jeder hat eine Tastatur und eine Maus. Das stimmt aber leider nicht. Manche arbeiten ausschließlich mit Joysticks, Touchscreens oder Spezialmäuse. Das heißt, wenn Buttons oder Links zu klein sind, ist das sofort ein Hindernis. Das betrifft nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch alle, die auf Smartphones unterwegs sind. Für uns in den Projekten bedeutet das, wir sollten immer an ausreichend große Klickflächen denken, gerade auch mobile. Accessibility ist nicht nur Pflicht, sondern verbessert auch die Usability. Hier sieht man eine Person, die wirklich durch die Seite navigiert, ausschließlich mit der Tastatur. Das machen viele. Mache ich auch manchmal einfach mit der Tastatur durch die Seite navigieren. Zum Beispiel mit der Tab-Taste. Wenn unsere Navigation das aber blockiert oder der Fokus fehlt, ist die Seite praktisch unbenutzbar für diese Person, weil die nicht wissen, wo sie sich gerade befinden. Das heißt, Projektmanager sollten beim Testen bewusst auch mal die Tab-Taste benutzen und durch die Seite navigieren. Websites and apps that provide word prediction and accelerators, for example for search terms, reduce the amount of typing and make them more efficient for keyboard users. Was hier auch nochmal im Video gesagt worden ist, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und zwar, das kennen wir alle von den Suchfeldern. Automatische Vorschläge sparen Zeit, also dieses Autocomplete. Für Menschen mit motorischen Einschränkungen oder Lernschwierigkeiten ist es aber nicht nur praktisch, sondern oft entscheidend, ob sie die Funktion nutzen können oder nicht. Hier lohnt es sich, bei den Features auch an diese Zielgruppe zu denken. Additionally, not everyone using only the keyboard can see the screen. For example, people who are blind. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt.
Viele Screenreader-Nutzer bedienen die Seite mit der Tastatur, sehen aber nicht den Bildschirm. Deshalb brauchen wir klare Labels an Formularfeldern, verständliche Fehlermeldungen und eine klare Struktur der kompletten Seite. Das sind Punkte, die auch Projektmanager in Abnahmen einfordern sollten. Auch Fehlermeldungen sollten klarer formuliert werden. Also besser geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, anstatt das Feld ist ein Pflichtfeld. Hier geht es um Fehlerfreundlichkeit. Nutzer müssen Daten vor dem Absenden kontrollieren können, zum Beispiel Bestellübersichten im Checkout oder halt auf einem Kontaktformular. Ich finde, das fehlt bei vielen Projekten, dass nochmal so eine Summary gegeben wird. Das schützt nicht nur Menschen mit Einschränkungen, sondern reduziert auch Supportanfragen. They also need to provide sufficient time to complete tasks or avoid timing limitations altogether. Das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, und zwar diese Deadlines oder Zeitlimits auf den Formularen sind für viele Menschen ein großes Problem. Zum Beispiel bei Online-Banking oder Bewerbungsportalen. Da gibt es meistens immer so einen Count-Timer, der da runterläuft. Hier würde ich immer empfehlen, dass man diese Zeitlimits auch verlängern kann. Vielleicht mit einem Button hier nochmal 15 Minuten oder wie auch immer. Das macht das Ganze viel, viel benutzerfreundlicher. Finally, websites and apps also need to consider people who do not use keyboard or pointing devices at all and use speech input instead. Das finde ich auch sehr interessant, weil Sprachsteuerung ist inzwischen nicht mehr so exotisch. Viele Nutzer nutzen Siri, Alexa oder Google Assistant. Also ich habe zum Beispiel auch eine Alexa zu Hause oder ich benutze auch Google Assistants ab und zu auf meinem Handy. Damit das funktioniert, muss aber der Code so geschrieben sein, dass die sichtbaren Namen mit dem technischen Namen übereinstimmen. Beispiel, der Button ist ein Bild, auf dem Bild steht E-Mail senden. Das heißt, der Anwender würde vorlesen E-Mail senden. Aber im Alttext steht was anderes, zum Beispiel absenden. Und die Sprachsoftware guckt natürlich nicht in Bild rein, sondern liest den Alttext. Und sie wartet natürlich auf den Befehl absenden. Deswegen wird es nicht funktionieren. Also ich finde, das Video macht es sehr deutlich. Eingabehilfen sind extrem vielfältig. Für uns heißt das, wir müssen nicht jeden Sonderfall kennen, aber wir müssen sicherstellen, dass unsere Webseiten und auch unsere Apps mit allen gängigen Eingabemethoden funktionieren. Das ist kein reines Technikthema, sondern eine Frage von guter Planung, Testing und Qualitätssicherung. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass gerne ein Abo und ein Like da. Schreib auch gerne in den Kommentaren, wie du das Video fandest oder ob du noch andere Ideen hast, worüber ich sprechen könnte. Ciao, ciao!